Was macht das Reisen mit dem Motorrad so besonders? Keine Wände, kein Glas, nichts trennt euch von eurer Umgebung, ihr fühlt euch vollkommen frei. Der Wind um die Nase, der Geruch der Felder und Wälder, ein Gefühl, wie ihr es nur auf dem Motorrad habt. Entsprechend erlebt ihr die Reise und ihre Station so intensiv, dass ihr nie wieder auf eine andere Art reisen wollt. Das sind die Dinge, wegen der ich das Reisen mit dem Motorrad so liebe. Hi, ich bin Chris, willkommen auf meinem Kanal. Ja Freunde, dieser Kanal hat vor kurzem die 1000 Abos geknackt. Dafür von meiner Seite schon mal vielen, vielen Dank. Damit hätte ich ehrlich gesagt nicht gerechnet, denn der Kanal war ursprünglich nur für meine Familie und meine Freunde gedacht und ich hätte nicht gedacht, dass es auf der ganzen Welt Menschen gibt, die auch Freude an meinen Videos hätten. Aber da ihr nun schon mal hier seid, dachte ich mir, ich erzähle euch in diesem Video mal, wer ich bin, wo ich herkomme und wie es zu diesem Kanal kam. Los geht's! Wer meine Videos zur Nordkap-Reise gesehen hat, der weiß, dass ich gerade mal zarte 29 Jahre alt bin und damit eigentlich nicht so ganz dem Klischee des GS-Fahrers entspreche. Google Analytics sagt mir aber, dass mein Kanal hauptsächlich von klischeehaften GS-Fahrern gesehen wird, denn der Großteil von euch ist doch deutlich älter als ich. Das könnte auch erklären, warum ich auf Parkplätzen und bei Pausen immer so komisch angesehen werde, wenn ich meinen Hobel abstelle und den Helm abnehme. Naja, ich bin auf jeden Fall aber sehr froh, dass mindestens 2 Frauen den Kanal schauen. Eine davon ist mit Sicherheit Kati. Hallöchen! Aber wie kam es überhaupt dazu, dass ich GS-Fahrer wurde? Dazu müsst ihr wissen, dass ich nach meinem Abi und einem Jahr bei der Bundeswehr erst eine kaufmännische Ausbildung absolviert habe und dann BWL studieren gegangen bin. Und ehe ihr jetzt gelangweilt abschaltet, bitte bleibt dran, das ist tatsächlich eine wichtige Information, um zu verstehen, warum ihr gerade hier sitzt und dieses Video anschaut. Denn meine Ausbildung habe ich nicht irgendwo gemacht, sondern bei BMW. Und genau so bin ich auch an die Motorräder von BMW gekommen. Vor meiner Ausbildung fuhr ich eine 92er Yamaha XJ600S. Wem das jetzt nichts sagt, das ist ungefähr das Modell, das Kati fährt, obwohl sie das 96er Baujahr fährt. 2013, mitten in der Ausbildung, habe ich dann auf eine BMW F800 GS gewechselt. Damals nicht mit der Intention, damit Fernreisen einmal um den Planeten zu machen, sondern weil ich 1,86 groß bin und mir dachte, hey, die Yamaha, die ist nicht wirklich was für dich, hol dir doch mal ein großes Motorrad. Nach meiner Ausbildung ging ich dann wie gesagt noch studieren und habe unter anderem 2016 und 2017 in Östersund in Mittelschweden meinen Abschluss gemacht und da ein Jahr gelebt. Das ist die nächste wichtige Information, denn dort wurde meine Liebe zu Fernreisen geboren. Im Mai 2017, kurz bevor ich da meinen Abschluss gemacht habe, bin ich nämlich nach Deutschland und habe meine BMW in einer Hauruck-Aktion innerhalb von 2 Tagen nach Östersund gefahren. 1997 Kilometer in etwas unter 48 Stunden. Ihr könnt euch vorstellen, wie ich mich danach gefühlt habe. Aber es hat sich gelohnt, denn im Sommer 2017, bevor ich nach Deutschland zurückkehrte, bin ich da oben meine allererste richtige Fernreise durch den Polarkreis gefahren. Und nicht nur das, ich habe damals auch zum ersten Mal versucht, diese Reise möglichst gut filmisch festzuhalten. Schaut mal auf den allerersten Videos in meinem Kanal vorbei, da seht ihr die Ergebnisse dieses Versuchs. Eher gut gemeint als gut gemacht, aber ich hatte damals nicht ansatzweise die technischen Möglichkeiten, wie ich sie heute habe und ich hoffe doch, dass ihr mir recht gebt, wenn ich sage, dass meine Videos mittlerweile einen kleinen Ticken besser geworden sind. Vor knapp einem Jahr kam dann der Wechsel von der 800 GS auf die 1250 GS. Schon seit meiner Zeit bei BMW war es mein Traum, diesen Boxer einmal selber zu fahren. Und den habe ich mir kurz vor der Nordkap-Tour dann auch erfüllt. Aber euch ist sicherlich schon mal aufgefallen, dass ich im Gegensatz zu vielen anderen Filmemachern auf YouTube nicht jede Woche, sondern nur alle 2 Wochen ein Video hochlade. Und ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Das hat 2 Gründe. Zum einen, ich habe einen 40-Stunden-Job und komme einfach zeitmäßig nicht dazu, noch mehr Content zu produzieren. Und zum anderen erreichen die Videos ansonsten auch nicht meinen persönlichen Qualitätsstandard. Wenn ihr von mir alle 14 Tage ein Video bekommt, dann könnt ihr sicher sein, genügt es nicht nur meinen Qualitätsstandards, sondern Kati hat es auch Probe gesehen und für gut befunden. Richtig.
Und um an dieser Stelle nur ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, was ich denn so zeitintensives neben meiner Arbeit mache: Ich bin unter anderem Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr hier in Aachen. Jeder, der von euch selber aktiv in der Feuerwehr ist, wird mir sofort zustimmen. Das ist ein sehr zeitintensives Hobby. Ja, das bringt uns zum Endteil dieses Videos mit dem Ausblick: Wie geht es weiter? Ja, euch ist sicherlich aufgefallen, dass ich seit kurzem eine Beifahrerin habe. Kathi, komm zu uns. Mit der Kathi bin ich jetzt schon 2 größere Touren gefahren. Die eine Tour seht ihr gerade nach und nach. Das ist nämlich die entlang des Schwarzwaldes und entlang der Alpenstraße. Was ihr noch nicht wisst: Kathi und ich sind noch eine weitere Tour gefahren, nämlich durch Schweden. Ich sagte euch ja bereits, ich habe so eine kleine Schweden-Affinität durch mein Auslandsjahr da entwickelt und deswegen war ich auch sehr froh, Kathi vor kurzem mal mein Schweden zu zeigen. Ja, und du schwärmst jetzt schon von den Videos. Natürlich sind die Schwarzwald-Videos auch top, guckt sie euch auf jeden Fall an, aber ganz besonders freue ich mich auf die kommenden Schweden-Videos. Und ansonsten hängt die weitere Entwicklung des Kanals auch stark von euch ab. Wenn euch meine Videos also gefallen, dann tut mir doch den Gefallen, lasst ein Abo da, kommentiert, lasst einen Daumen da. Hauptsache, der Algorithmus sieht: Hey, obwohl der nur 14 Tage was hochlädt, den Leuten gefällt es. Vielen Dank dafür. Und ansonsten hat Kathi jetzt die große Ehre, die Schlussworte zu sprechen. Ja, vielen Dank fürs Mitfahren. Genau, auch von meiner Seite vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.